So ihr Lieben, ein neuer Tag in Los Angeles und ich möchte einfach, bevor wir jetzt in das neue Tagesgeschehen einsteigen, euch noch mal ein bisschen abholen. Gestern war ich ein bisschen euphorisch, oder in dem letzten Video war ich ein bisschen euphorisch, ihr habt es vielleicht dann auch gesehen, aber es ist auch wirklich toll, das sind Kindheitsträume hier, das ist der absolute Wahnsinn. Ich gehe jetzt mal zum Auto und wir schauen uns noch mal genau die Lage hier an und warum ich das Hotel hier empfehle. Also das erste Mal, was ich direkt sagen muss, ist die Lage von dem Hotel. Das zeige ich nachher noch mal auf der Karte. Aber auch hier, guckt mal, wie schön das ist. Das sieht komplett anders aus als das Death Valley, wie wir es kennen. Schön mit Blümchen, mit Bäumen da hinten und sowas. Ihr habt ja auch einen abgesperrten Bereich. Das heißt, ihr kommt nur hier rein mit einer Karte und kein anderer. Und müsst ihr euch vorstellen, das Hotel erstreckt sich über mehrere Blocks, so nennt sich das. Ich glaube 3 oder 4 Stück. Und ja, je nachdem, hier habt ihr zum Beispiel einen Bereich, der ist nicht zugesperrt. Das könnt ihr halt, wie gesagt, immer angeben. Mit dem Teil hier, das gibt es in Deutschland, glaube ich, so gar nicht. Mit dem Teil will ich nachher mal fahren zum Venice Beach mit Veronika. Und ja, hier vorne ist die Rezeption. Und das Tolle ist wirklich, ja, ihr seht da nochmal den Hotelnamen. Und zwar Shore Stay Best Western heißt das. Ihr habt auch schön Parkplätze dabei. Weil ich euch ja eigentlich sagen wollte, dass ihr im Prinzip Elektroauto-Ladestationen dabei habt. Ihr fragt dann einfach vorne an der Rezeption und die entsperren die euch dann könnt ihr voll laden. Das heißt, ich zum Beispiel bin jetzt auch schon komplett voll. Wenn wir mal reingucken, Auto auf und dann seht ihr nämlich auch, ich habe schon schön geladen, 98%. Und wenn wir jetzt einmal hier drinnen sind, können wir uns auch gerade mal die Lage angucken. Also Los Angeles ist eine riesen Stadt. Das habt ihr bei der Herfahrt vielleicht schon gesehen. Im Durchschnitt alleine 11 Kilometer vom Stadtkern. Das ist der Wahnsinn. So, und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr seid jetzt hier in Santa Monica. Also hier unten ist ja der Strandbereich. Hier ist Malibu Beach, wo Two and a Half Men gedreht wurde. Und hier ist Santa Monica. Santa Monica ist halt wirklich auch, ich sag mal, Szene, weil hier tolle Restaurants sind direkt am Beach und sowas. Und wer aus GTA weiß natürlich, dass hier genau dieses Pier ist, wo die ganzen, ja, ich sag mal, die Karussells stehen und dieses Riesenrad und sowas. Und jetzt zeige ich euch mal, wo wir sind. Wir sind hier. Und ihr könnt im Prinzip den kompletten Highway 10 ganz entspannt hier runterfahren. Wir brauchen 10 Minuten bis hier runter. Und das Tolle ist, ein kleiner Geheimtipp, hier ist ein Supercharger. Der ist auf dem 5. Stock, 5. Level, so heißt das hier, im Parkhaus. Und dort könnt ihr dann im Prinzip laden mit 75 kW, glaube ich. Ich kann ja gerade mal zeigen, wie teuer das Ganze ist. Die haben natürlich hier immer schön mit zeitlicher Begrenzung die Preise. Das finde ich sehr gut, können sie in Deutschland auch mal einführen. Und ja, dann könnt ihr dort parken, könnt ganz entspannt hier runterlaufen. Da seid ihr ein paar Minuten da. Das werden wir nachher auch machen. Wir werden da im Prinzip nicht laden, aber unser Auto auch hinstellen. Das kostet, wir waren gestern schon mal da. Vielleicht, wenn es hochkommt, waren jetzt 3 Stunden oder 2 Stunden $2. Also pro Stunde $1 ungefähr könnt ihr rechnen. Das ist geschenkt für die Lage. Und dann lauft ihr einfach hier hin, könnt euch das in Ruhe angucken. Und dann, wie gesagt, nehmt ihr entweder lauft ihr runter oder ihr nehmt hier so ein elektrisches Bike, was ich euch gerade gezeigt habe, und geht dann runter zum Venice Beach. Venice Beach, ganz bekannt, die Bodybuilding-Szene und sowas. Oder hier auch dieses Teil, das gibt es in GTA auch. Und ja. Das schauen wir uns heute an, das ist nämlich genau der Plan, was wir vorhaben. Das heißt, wir gehen nochmal an das Pier ran, an den Strand ran und dann nochmal runterwärts zum Venice Beach. Kleiner Sicherheitsinfo, und zwar, was mir auch hier wieder aufgefallen ist, es gibt unheimlich viele Obdachlose, Homeless People. Und die Rezeption hat gesagt, dass Santa Monica an sich sehr sicher ist, auch nachts. Beim Venice Beach sollte man nachts nicht unbedingt langlaufen. Also versucht die Aktivitäten, die ihr macht, dann im Venice Beach tagsüber zu machen. Das ist ganz wichtig. Die können manchmal, gerade wenn die betrunken sind, so doch schon sehr aggressiv werden. Die Polizei versucht die Leute hier auch immer wirklich, ich sag mal, aus der Stadt rauszubringen. Die geben denen sogar eigene Häuser und so weiter. Aber die Obdachlosen wollen halt ihre Freiheit behalten und wollen entscheiden, wo sie liegen oder wo sie verweilen. Und das hat uns die Rezeption ja auch mal erklärt. Deswegen ist es unheimlich schwer, die Obdachlosen von der Straße wegzubekommen. Auf der anderen Seite ist halt einfach traurig, weil du hast so Korrelationen, so Relationen, die so sich beißen. Du hast auf der einen Seite die Reichen oder ich sag mal hier die einigermaßen Wohlhabenden und auf der anderen Seite halt so viele arme Menschen. Das sind so krasse Kontraste. Das ist für USA prägend, muss ich echt sagen. Es war in Las Vegas schon schlimm und hier ist es auch schlimm. Aber ja, es ist halt einfach so.
Wir werden jetzt auf jeden Fall Santa Monica besuchen, den Beachbereich nochmal und Venice Beach. Das ist das Ziel für heute und dann schauen wir mal weiter. Nur damit ihr seht, dass es wirklich nicht weit weg ist, habe ich euch nochmal jetzt die Route markiert. Und ihr seht ja auch, in 7 Minuten seid ihr mitten vorne nahezu beim Strand und das ist toll. So Leute, und ihr fragt euch natürlich auch, wie teuer ist es hier? Wir haben jetzt pro Nacht $250 bezahlt mit Frühstück. Ihr müsst euch vorstellen, hier ist es nicht ungewöhnlich, locker auch mal $1000 die Nacht zu bezahlen. Könnt ihr ja selber mal bei Booking.com oder so schauen. Das ist schon sehr teuer, Santa Monica, muss ich echt sagen. Deswegen haben wir hier, sag mal, einen Glückstreffer, den will ich euch einfach teilen. Ich kriege auch kein Geld für oder sowas, also keine Sorge. Und ja, von daher wisst ihr auch Bescheid, mit Frühstück dabei. Ich blende euch gerade mal ein, wie das Frühstück ist, auch völlig ausreichend. Ihr werdet auf jeden Fall satt und die Lage ist halt das Unbeschreibliche hier. So ihr Lieben, ich habe glaube ich einen neuen Spot identifiziert, hier, den es auch in GTA 5 gibt, und zwar hier drüben. Das ist im Prinzip ja, das Parkhaus, das kennt ihr vielleicht. Und wie oft sind wir hier runtergesprungen, runter zum Beach. Es ist der Hammer. Das ist einfach Wahnsinn. Entschuldigung echt, dass ich vielleicht hier zu viele Vergleiche mit GTA ziehe, aber das Spiel, was deine Kindheit geprägt hat und du dann wirklich hier live siehst, das ist unbeschreiblich, wirklich. Also ich bin überwältigt, ohne Mist. So Leute, wir sind ein bisschen weiter gefahren und ich glaube, diesen Platz, den kennen auch viele. Dieser große Parking-Slot, hier kann man drüber laufen. Oh Mann Leute, es ist der Hammer. Da hinten ist Malibu. Können wir im Prinzip später auch noch mal hingucken, wenn ihr wollt. Aber es ist atemberaubend. Wunderschön. So ihr Lieben, Amori, es ist doch Hammer, oder? Hast du eigentlich jemals GTA 5 gespielt? Nee, wa? Nein. Nee. Okay, auf jeden Fall. Hier unten, das erkennt ihr da auch, den Übergang und vor allem diesen steilen Weg hier hoch. Wer erkennt's, Leute? Schreibt es in die Kommentare. Es ist der Hammer. Einfach unglaublich. Und ich muss noch was korrigieren. Ihr seht da einen Tesla. Da ist ein Tesla. Da ist ein Tesla. Da ist der nächste Tesla. Also LA hat mich im Vergleich zu San Francisco einfach komplett meine Meinung geändert, was hier Tesla in Kalifornien angeht. Hier besteht fast jeder zweite Fahrzeug ist ein Tesla. Das bedeutet, San Francisco war irgendwie enttäuschend, aber hier in LA ist das blühende Tesla-Leben. Kann man nicht anders sagen. Ohne Ende. Jetzt passt mal auf, da drüben zum Beispiel, da kommt wieder einer an. Also was hier rumfährt an Teslas, ist unbeschreiblich. Wirklich, also Daumen hoch Tesla. Ich korrigiere meine Meinung. Wirklich, es ist der Hammer. Wir sind weitergegangen, jetzt Richtung, im Prinzip an dem Pier vorbei, das seht ihr da hinten, Richtung Venice Beach. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob wir hier schon direkt am diesem Venice Beach sind oder ob wir noch ein Stückchen weiterfahren oder laufen müssen. Aber ich könnte mir schwer vorstellen, dass das irgendwo da hinten ist. Weil hier ist jetzt ja, eine sehr lange Promenade. Absolut Wahnsinn hier wieder. Oh, Fahrradfahrer, ich gehe mal zur Seite, nicht da jemand behindere. Wahnsinn, Leute. Der Strand ist auch gigantisch. Ihr seht gar kein Ende. Seht ihr das?
So, Party People, auch hier hat GTA wieder nicht gelogen. Ihr seht die Geschäfte hier in Venice Beach, direkt am Strand. Und es ist Wahnsinn. Man, ich kann es mit Worten immer noch nicht beschreiben. Einfach irre. Habt ihr die Kleidungsgeschäfte, die Smoke Weed Läden gibt es auch hier. Es ist wirklich alles vertreten. Aber auch, man muss ehrlicherweise sagen, viele kranke Leute, also viele, ich habe es jetzt nicht eingeblendet aus Respekt, aber viele Obdachlose hier. Also auch die rumschreien oder irgendwas Komisches zu dir sagen. Das hier in Venice Beach noch mal krasser als wie vorne in Santa Monica, muss man auch ehrlicherweise mal erwähnen. Ich weiß nicht, wie die das hier in den Griff kriegen wollen, aber das ist schon auffällig. Es ist auffällig, muss man echt sagen. So, ihr Lieben, was darf natürlich nicht fehlen? Genau richtig, neben dieser ganzen Strandpromenade auch die Pumper Area. Ihr kennt es von Arnold Schwarzenegger und Louis Ferrigno und wie sie alle heißen. Muscle Beach, hier seht ihr das nochmal, das sind die Geräte. Callum von morgen war auch schon mal an dem hier, glaube ich, da habe ich ein Video zu gesehen. Es ist der Hammer, Muscle Beach. Wow, Leute, ich gehe mal hier rüber, kann man Basketball noch zocken. Und hier hinten, oh, da seht ihr schon hinten, ein richtiger Kickboxer hier, brutaler Typ. Und es ist der Hammer. Aber der Hammer, es ist sehr leer hier, finde ich. Es wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Aber klar, vielleicht müssen die auch arbeiten. Habe ich keine Ahnung. Ja, so sieht's aus, Leute. Willkommen, Muscle Beach. Pass auf einmal. So, wir gehen jetzt wieder zurück, aber ich habe gerade mit Veronika auch gesprochen. Das Ding ist wirklich, es ist ein bisschen leicht dezent nervig, dass dich da wirklich jeder versucht anzuquatschen, jeder was zu verkaufen. Ich fühle mich ein bisschen wie am Ballermann, wenn Helmut kommt und mir auch eine Sonnenbrille verkaufen will. So fühlt sich das hier an, das muss ich echt so hart sagen. Also legt nicht zu viel Wert auf Venice Beach, legt eher Wert dann auf Santa Monica, da ist ein bisschen ruhiger. Aber generell, die haben anscheinend hier das Problem absolut nicht im Griff, dass die Leute einfach nicht so penetrant sind. Das muss man echt sagen. Man kann dann zwar sagen, okay, hier, ich will nichts kaufen und so, aber das ist nicht Sinn der Sache. Man will ja hier Zeit verbringen, gerade hier drüben, Muscle Beach und sowas. Aber wenn dich die Leute immer angehen, das ist uncool, absolut uncool. Ist die Kehrseite einfach von Los Angeles, glaube ich, mittlerweile. Leute, wir haben gerade mit einem Besitzer gesprochen von so einem Laden hier da vorne. Der war ursprünglich aus Österreich, arbeitet schon 16 Jahre hier. Und ich habe auch gesagt, hier ist das normal. Ich sag mal, dass hier alles so ein bisschen viel mit Drogen ist. Also du riechst es an jeder Ecke, riecht es irgendwie nach Marihuana oder was weiß ich, was das für Zeug ist. Und er hat gesagt, ja, die Zeiten haben sich einfach geändert. Und es ist wirklich schade auch. Aber ja, also er hat gesagt, Urlaub ist okay hier. Aber wenn du im Prinzip hier wohnen oder leben möchtest, das empfiehlt er überhaupt nicht. Also er will jetzt auch umziehen nach Idaho. Das ist wo, ich weiß gar nicht, wo es genau ist, im mittleren Teil von den USA oder so, müssen wir mal gucken auf der Karte, weil er hält es ja auch nicht mehr aus. Also ihr seht daran schon, dass sich das alles hier eigentlich nicht zum Positiven entwickelt, sondern eher zum Negativen. Und das ist schade, das ist wirklich schade. Auch, ich habe zu Veronika gesagt, die Schilder hier, diese ganzen Sunset Avenue da hinten und sowas, das ist so beklebt, das ist so keimig alles. Also ich weiß nicht, gerade das ist doch das Aushängeschild von Los Angeles und da müsste man doch ein bisschen Pflege hier reinstecken in meinen Augen, damit die Kunden auch oder die Leute auch kommen. Aber anscheinend sehen das wenige Leute so, ich weiß es nicht. So, ihr Lieben, neuer Spot und zwar, wir waren hier gerade am Venice Beach und jetzt sind wir im Prinzip ganz weit hier hinten. Wie gesagt, hier drüben war der Helikopterplatz von früher. Hier war diese, wo ein bisschen edlere Yachten waren und sowas, könnt ihr euch erinnern. Hier war auch so wie ein Hotel oder so. Die ersten Missionen von Franklin waren hier. Hier fahren wir gleich mal hin, das sind diese Übergänge von den Fluss, den ihr kennt. Und jetzt sind wir im Prinzip hier am Ausgang des Yachthafens. Und ich gehe mal raus, das ist Wahnsinn. Also ich bin immer noch wirklich überwältigt. Ich gehe jetzt mal hier rüber. Hier sind wir im Prinzip mit den Jetskis und so lang gefahren. Hier rein, ihr könnt ja hier, das ist ein bisschen breiter der Fluss als im Spiel.
aber das ist genau die Location hier. Das ist verrückt, Leute, das ist einfach Wahnsinn, dass man wirklich auch so detailgetreu die Punkte wieder erkennt. Und wir gehen jetzt mal zum nächsten Spot, nämlich zu dem Marinehafen. Die Kurve kenne ich auch 1:1. So Leute, und schon wieder haben wir den nächsten Checkpoint erreicht. Ja, ich stehe jetzt im Prinzip in dieser Bucht drinne, wo wir mit den Jetskis reingekommen sind. Und ganz da hinten ist dann dieser Helikopterlandeplatz gewesen, falls ihr euch erinnert. Aber das ist schon Wahnsinn hier. Es ist natürlich alles eindeutig größer als wie in dem Spiel. Aber es ist schon schön zu sehen. Ein paar dicke Yachten sind auch dabei. Aber die Leute, die das als privates Anwesen, Private Property nennt man das. Und die können dann im Prinzip direkt zu ihrem Booten und dann raus auf den Ozean oder was weiß ich. Das ist schon cool, wirklich cool. So Leute, jetzt der letzte Spot im Prinzip bei GTA ist nämlich hier dieser kleine Durchgang, der Fluss. Ihr kennt hier diese, ich sag mal, die Übergänge, die sind in GTA aus Holz. Da vorne ist noch einer, hier ist einer und ganz da hinten seht ihr auch noch mal. Und es ist Wahnsinn, das ist einfach Wahnsinn, mal in Real Life hier zu sein. Direkt, wo wir hier mit Jetskis durchgeballert sind. Das ist verrückt, einfach verrückt. So ihr Lieben, also eins steht fest auf jeden Fall, wenn ihr in Los Angeles Auto fahren wollt, auf der Autobahn ist immer Stau. Also hier ist es echt krass, wir wollen nur ein paar Meilen weg hier zum Outlet und wenn ihr mal hier, ich scroll mal raus, ihr seht hier den Stau, im Prinzip die Stauübersicht und die ist immer ratzerot oder orange, ihr seht es hier. Also, tja, was soll ich euch sagen? Sehr hilfreich ist dabei der Autopilot, den könnt ihr einfach reinmachen und der funktioniert hier echt sehr gut. Das sehen wir jetzt hier vorne, vor mir steht einer und der geht ganz sanft ran. Das ist wirklich, lässt sich sehr gut fahren. So ist angenehm, einigermaßen zumindest. So ihr Lieben, der erste Tag ist im Prinzip jetzt gelaufen. Wir haben hier sehr genossen, wir haben viele GTA 5 Spots besucht, das finde ich richtig cool. Und jetzt im Prinzip gehen wir auf Schlafen. Was ich noch loswerden möchte, was ich wirklich cool finde, Los Angeles, so viele Elektroautos, so viele Teslas wie hier rumfahren, das ist echt irre. Muss ich echt sagen, vor dir, links, rechts, ich habe noch nie so viele Teslas auf einen Haufen gesehen. Es macht richtig Spaß, wir fahren auch meistens die Kolonne so vorne hin, das ist ein ultra tolles Gefühl. Ich wünsche mir das sehr, dass Deutschland das auch irgendwann hat. Wir sind ja auf einem guten Weg, muss man echt sagen. Also wir haben schon einige Teslas, muss man auch mal fairerweise sagen. Aber hier in Los Angeles, das ist eine blühende Stadt wirklich von Tesla. Und auch von Chevy Bolt habe ich gesehen oder ganz viele Hybride, diesen Prius. Oder Polestar habe ich auch schon gesehen. Aber ansonsten so VW ID4, ID3 gar nicht, ID3 komplett gar nicht. Dann ganz wenige andere Marken einfach. Audi, e-tron auch gar nicht. Also Tesla ist hier sowas von massiv verbreitet, das ist der Hammer. So Leute, wir gehen jetzt schlafen, Chefin guckt schon. Bis dann, ciao. Dann morgen. Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich begrüße euch an unserem letzten Tag hier in Santa Monica. Denn jetzt heißt es für uns, das wieder weiterzuziehen. Das Hotel, wirklich, wir geben ein super Review. Daumen nach oben. Das Einzige, was uns ein bisschen gestört hat, bei dem Frühstück war dieses ganze Plastikgesteck und dieses ganze Toastzeug, alles eingewickelt in Plastik. Nochmal extra eingewickelt sozusagen. Die meinten, ich habe auch nochmal nachgefragt, die meinten, wegen Corona müssen sie das machen. Ist ein bisschen schade, weil so viel Plastikmüll, das muss ja nicht sein. Ansonsten wirklich Daumen nach oben. Ich habe wieder umsonst geladen da drüben, ihr seht es auch. Und wir zeigen euch jetzt einfach mal die weitere Route. Einen wunderschönen guten Morgen, Amori. Und ja, wir schauen mal auf dem Display. Denn jetzt geht es für uns, wir bleiben in Los Angeles, jetzt geht es für uns im Prinzip, ihr seht es hier, ich zoome mal ein bisschen weiter ran. Hier sind wir aktuell. Und wir fahren jetzt einmal durch Beverly Hills. Will ich einfach mal durchgucken, wie das da so ist, ob es wirklich ist wie im Film. Und dann geht es weiter im Prinzip zu unserer Unterkunft, die ist hier in dieser Region hier oben. Das Gute an der Unterkunft ist echt, wir haben hier die Walk of Fame in der Nähe, wir haben das Hollywood Sign, Universal Studios ist da. Also wir können hier einiges noch erkunden. Das Griffith Observatorium ist auch hier, da habt ihr das Hollywood Sign. Ich glaube, das ist hier irgendwo, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall werden wir das alles abchecken, das sind auch GTA 5 Spots, muss man ganz ehrlich sagen. Und was ich auch angucken will, auch wenn es nicht erlaubt ist,
Das Haus von Dominic Toretto von Fast and Furious, das ist eigentlich Pflicht. Das müssen wir nur mal dran vorbeifahren oder so oder mal gucken, wie die Lage ist. Weil ich habe im Forum gelesen, dass man da nicht mehr filmen darf oder auch nicht mal mehr Fotos machen darf, weil der Andrang einfach so groß ist und die Anwohner sich dort beschwert haben. Wir gucken einfach mal. Wir entscheiden dann vor Ort, ob wir was machen oder nicht. Fakt ist, das ist jetzt unsere Route und ja, Amori, hä? Hollywood, wir kommen. Hollywood. Genau. So, ihr Lieben, wir begrüßen euch recht herzlich in Beverly Hills. Ihr seht die typischen Palmen da schon. Das ist ja immer aus den Filmen bekannt. Wahnsinn. Schön hier zu sein. Wir gehen jetzt mal vorne zu dieser, ja, da ist so wie ein, ja, wie nennt man das? Ja, so ein Beverly Hills Sign, so ein Zeichen halt, Schriftzug. Den schauen wir uns jetzt mal an. Hier ist Beverly Hills Park. Oh Mann, schon verrückt hier echt zu sein. Aber hier ist alles, also hier sind Leute, die ein bisschen Schmott haben. Man darf hier eigentlich auch gar nicht parken, ist verboten. Also die achten da auch sehr drauf. Aber oh, guckt euch mal den Baum an, wie dick der ist, Wahnsinn. Genau hiervon habe ich gesprochen. Wird doch gerade gereinigt, der Park. Seht ihr auch. Und das ist das Zeichen, was ich wollte. Wieder ein paar verrückte Menschen unterwegs. Es ist einfach verrückt, wirklich hier mal durchzufahren. Ihr seht die ganze Straße mit Beverly Hills komplett immer diese hohen Palmen. Echt Wahnsinn. Hier G-Klasse da hinten, was hier natürlich auch immer ist, steht auch hier eine sehr hohe Gefahr an Bränden durch die Hitze, die hier gerade im Sommer sein kann. Und ja, aber sonst war auch schön dicke Buden hier. Ich will nicht so reinfilmen, aber das ist schon ein Hammer. Ihr Lieben, ich dachte echt, in Los Angeles hin bei Santa Monica sind viele Teslas, aber hier ist die Anzahl noch mal deutlich krasser. Also absolute Wahnsinn. Und ihr habt vielleicht auch gerade in den Aufnahmen gesehen, diese Häuser sind unheimlich schön. Da kann man echt nicht meckern, die sind riesig und so weiter. Aber ihr habt zum Beispiel auch gesehen, wenn ihr jetzt im Hintergrund mal guckt, ihr habt zum Beispiel auch gesehen, die sind wirklich nur aus Pappe. Da ist nichts mit Beton gemacht, da ist nichts mit irgendwelchen Baumaterialien richtig gemacht. Das sind alles aus so Holzspanen zusammengepflastert. Das ist der Hammer. Deswegen, wenn man immer da an die Wände haut, sind die richtig, richtig hohl. Also, ja, so schön das ist auch. Man denkt immer, die sind, was weiß ich, da können Panzer dran fahren, das Ding fällt nicht ein. Aber ganz ehrlich, wenn ich mich mal dagegen stellen würde, dann würde schon gleich alles kaputt gehen. Ist wirklich so. Aber sieht dafür richtig, richtig gut aus. So, ihr Lieben, wir haben uns aus unerklärlichen Ursachen in einem Outlet verloren, aber jetzt sind wir da an einem weiteren Checkpoint, der mir sehr gefällt. Und zwar, wenn ich mal hier drüben rüber schwenke, ich will nicht so nah rangehen, weil es ein bisschen Privatsphäre und so. Das ist das Haus von Dominic Toretto, absolut Wahnsinn. Hier ist die Hofeinfahrt, ihr wisst es, da kann man rausgeschossen. Ist wirklich, wirklich toll. Schön hier mal zu sein. Ich habe den Platz ein bisschen anders in Erinnerung. Man sieht auch keine Garage, aber ansonsten ist alles gut. Jetzt geht es im Prinzip in unser Airbnb, unser nächstes. Wir fahren hier am Walk of Fame vorbei und dann haben wir es hier in den Hollywood Hills direkt. Also die Lage ist wieder sehr, sehr gut. Mal gucken, wie es jetzt wirklich ist. Hier oben ist das Hollywood Sign, also sehr zentral. So, ihr Lieben, wir sind an unserem letzten Airbnb angekommen und ich zeige euch einfach mal, wo wir hier sind. Wir sind mitten in Hollywood. Ihr habt auf der einen Seite Los Angeles, das ist gerade bei nachts wirklich ein toller Blick. Wir haben außerdem da oben auf der Kuppe, die seht ihr, genau da, dort ist das Griffith Observatorium. Und wir haben auf der anderen Seite das Hollywood Sign, das seht ihr auch. Also dieses Airbnb vereint im Prinzip alle Sehenswürdigkeiten, die man in LA so gerade in den nördlichen Teil haben kann. Und ich kann euch auch wieder nur dieses Airbnb ans Herz legen. Der Besitzer ist ein Italiener. Und ultra nett, wirklich so was Herzerwärmendes, Nettes, das ist wirklich Wahnsinn. Hier unten steht das Model Y. Ich blende euch das nochmal ein. Wir haben jetzt hier pro Tag oder beziehungsweise pro Nacht ungefähr 250 $ bezahlt. Das bedeutet, es ist auch nicht ganz günstig, aber hier gibt es, wie gesagt, auch, alleine wenn ihr mal die Wohnung jetzt im Hintergrund anseht oder die Häuser, da kann man auch schon deutlich mehr bezahlen. Das ist wirklich sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Und gerade im Dunkeln, wenn das dann alles leuchtet, das ist schon toll.
Was wieder hier eine Sache ist, wir haben einfach wieder zu wenig Tage eingeplant. Das bedeutet nämlich, ich zeige es euch gerade mal, ich zoome mal rein. Wenn ihr das Hollywood-Sign seht, da sind auch ganz viele schöne kleine Gassen da unterwegs. Wir gehen nachher mal hin und die kann man alle schön wandern. Hier gibt es ganz viele Wanderwege. Wusstet ihr zum Beispiel, dass das Hollywood-Zeichen eigentlich Hollywood Land heißen sollte? Das Land ist umgekippt, wurde irgendwie zerstört und jetzt nur noch das Hollywood-Zeichen da. Typisch jetzt für diese Region. Und dieses Zeichen wurde nur aufgestellt, um im Prinzip Leute anzulocken, die dort auch ihre Häuser bauen war. Auch verrückt. Ja. Das wollte ich euch nur sagen. Fakt ist, ihr könnt hier richtig schön viel wandern. Ihr habt eine sehr ruhige Lage. Es ist sehr sicher auch und kann ich wirklich nur empfehlen. Wir werden jetzt mal dahin schauen. Wir werden mal ins Observatorium schauen. Und morgen schauen wir vielleicht mal in die Universal Studios. Müssen wir mal gucken. Und nochmal einen kurzen Schwenk ins Zimmer. Wie gesagt, wir haben ja nicht die komplette Unterkunft. Wir haben das Zimmer. Schön auch mal, wie du das machst. Und ja, wir haben ja im Prinzip alles da. Da drüben kann ich die Videos nachher noch schneiden. Und hier können wir halt schlafen, so wie es sein muss. Und wie gesagt, ich finde es immer wichtig, dass die Gastgeber auch sehr nett sind. Und das ist hier absolut geben. So eine nette Persönlichkeit habe ich noch nicht erlebt. Wirklich toll. Und ja, wir machen uns jetzt mal los. So, wir laufen jetzt im Prinzip zu diesem Pfad, wo man das Hollywood-Sign schön begehen kann, beziehungsweise sich auch anschauen kann. Und es ist ein bisschen bergig, also man braucht ein bisschen Sauerstoff auf jeden Fall. Und wir empfehlen nicht, bis wirklich komplett zur Sentry Range oder so zu fahren. Ich zeige euch das nachher mal auf der Karte, denn ja, die blocken das hier meistens schon ab. Und auch hier so an den Straßen zu parken, das ist nicht gern gesehen, weil es einfach auch nervt. Viele Leute wollen hierher, genauso wie wir jetzt im Prinzip. Wir zeigen euch nachher mal einen Geheimtrick oder geheimen Standort, wo ihr euer Auto parken könnt. Das ist so ein Café. Da müsst ihr halt eine kleine Spende einfach, oder was heißt Spende, ihr geht einfach rein, esst ein Stück Kuchen so als Dankeschön. Dafür dürft ihr dann an einer sehr guten Location parken, die sehr nah hier an diesem Wanderweg ist. Und ja, ihr seht auch schon nach vorne, da ist auch gleich schon ein Wachtwächter, der euch abfliegt, wenn ihr da durchfahren wollt. So, ihr Lieben, was sollen wir euch sagen? Wir haben mal versucht, ein bisschen näher ranzukommen ans Hollywood-Sign, haben uns dabei auch verlaufen. Ja, sind jetzt fast gestorben vor Hunger. Also mein Magen knurrt ohne Ende, oder Mori? Das wird, glaube ich, ganz LA. Und da hinten ist das Hollywood-Sign, ihr seht es auch jetzt. Für uns reicht es auch. Ich meine, mehr als angucken kann man das Zeichen eh nicht, von daher passt es auch. Es heißt ja eigentlich Hollywood Land, das hatte ich ja vorher noch mal erklärt. War. Nichtsdestotrotz, wir brechen jetzt hier ab, Amaury, oder wir mampfen jetzt was Schönes. Wir haben so Hunger, das ist nicht normal. Und dann sehen wir uns im nächsten Sehenswürdigkeit wieder. Ein paar Sekunden später. Ich zeige euch jetzt noch mal kurz genau, wo wir waren und wo wir auch geparkt haben. Also hier unten ist dieser Hall of Fame, Walk of Fame meine ich, Entschuldigung. Und dann geht es hier im Prinzip, das ist die, wie heißt die Straße hier? Franklin. Nee, das ist die Beechwood Drive. Den seid ihr hochgefahren im Prinzip. Und dann ist hier ein Café. Und an den Café könnt ihr im Prinzip parken. Geht mal rein ins Café, nehmt euch einen Kaffee mit oder sowas als Dankeschön. Und dann könnt ihr im Prinzip jetzt hier hochlaufen. Und normalerweise könnt ihr hier dann an der Ranch vorbei den Weg hier nehmen. Und dann seht ihr hier auch in den Hills drin. Und hier ist das Hollywood-Sign. Nur so als Info für euch. So, liebe Leute, da hinten ist Los Angeles. Und wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum Griffith Observatorium. Ist schon wieder so ein Moment. Du weißt, dass du hier schon mal warst. Aber du warst in Real Life noch nicht hier. Es ist wirklich GTA 1.0 oder 2.0 und wir schauen uns das jetzt einfach mal gemeinsam an. Ich kann euch schon sagen, wenn ihr hier wirklich bis hoch zur Plattform fahrt, das ist kein billiges Unterfangen, denn hier bezahlt man pro Stunde $10. Es wird immer mal angepasst, habe ich gesehen, aber es ist es auch wert, weil guckt euch das bitte an. Guckt euch das bitte mal an, wir schauen uns das genau mal im Detail an. Es ist unbeschreiblich, wirklich. Guckt euch mal hier die Berge an, hier unten das alles Hollywood, die Hollywood Hills und hier drüben dann das Griffith Observatorium. Wow, Leute, das ist wirklich ein Planetarium an der Seite und an der Seite. In der Mitte, da finden immer Shows statt. Das heißt, da wird dann viel auch euch gezeigt, da gibt es so Sternbildershows, wie die alle entstanden sind, durch den Urknall und so weiter. Das könnt ihr hier alles drin sehen, aber es ist gigantisch. Wirklich gigantisch und da hinten sehe ich es gerade. Ich zoome mal rein. Da ist unser gutes Hollywood-Sign. Alles da.
So ihr Lieben, also wir sitzen jetzt hier wirklich in den Bergen von Los Angeles. Ihr seht es vielleicht im Hintergrund und mampfen was. Endlich. Hunger ohne Ende. Endlich. Ja, Leute, ich möchte euch auch sagen, dass wir jetzt in Los Angeles viel erlebt haben. Oh, guckt euch mal die große Ameise hier an. Mama mia. Auf jeden Fall, wir haben jetzt wirklich viel erlebt in Los Angeles. Und ich mache jetzt hier auch den Abschluss. Das heißt, es waren hier wirklich einige Videoteile jetzt für diesen Roadtrip. Im Prinzip Los Angeles machen vielleicht noch das Universal Studios, das schauen wir uns gemeinsam noch an. Und dann müssen wir ja schon weiter im Prinzip auf der Route 1 entlang nach San Francisco. Dort bringen wir das Auto weg, schauen uns nochmal San Francisco an und dann ist auch gut. Ich will jetzt die Tage einfach noch mal ein bisschen genießen, ein bisschen runterkommen, wirklich auch für mich oder für uns beide Zeit haben. Deswegen werde ich die Kamera jetzt dann zur Seite packen. Ihr habt ja einiges gesehen, oder? Ich meine, das ist ja nicht wegzudenken. Ich kann euch noch mal anbieten, dass, wenn ich wieder in Deutschland bin, mache ich mal einen kompletten Umschlag. Da erzähle ich euch mal, was die gekostet hat, wie lange wir wo waren und wie genau die Route noch mal war. Wenn euch das interessiert, dann sagt gerne mal Bescheid, schreibt es in die Kommentare und dann mache ich da gerne ein Video zu. Erkläre euch auch mal die Kosten und worauf ihr auf jeden Fall achten müsst. Und ansonsten essen wir jetzt erstmal. Die Ameisen greifen schon das Essen hier an, Mensch. Was macht dich ab, Mensch? Was machst du hier? Und ja, Leute, in dem Sinne, wir verabschieden uns. Habt eine schöne Zeit und wir sehen uns dann in Deutschland wieder. Wohl erholt. Macht's gut.